Viele Auswanderer fragen sich, welche Informationen erhält eigentlich das Finanzamt von mir, wenn ich ausgewandert bin? Dieser interessanten Frage wollen wir in diesem Video nachgehen und ich möchte dich hier besonders auf eine gefährliche Entwicklung hinweisen, mit der wir uns schon ab 2027 oder 2029 konfrontiert sehen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du konkret über das Thema Auswandern nachdenkst, dann lade ich dich ein, dir einmal unser Seminar- und Reisenprogramm anzuschauen. Wir veranstalten regelmäßig Seminare zum Thema Steuern und Auswandern und natürlich viele interessante Reisen in Länder wie zum Beispiel Georgien, Serbien, die Philippinen, die USA, Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate, Irland. Alles, um dir diese Länder, die zum Teil steuerlich ja sehr interessant sind, konkret vor Ort näher zu bringen. Auch 2026 haben wir viele interessante Events geplant. Link zu allem in der Beschreibung dieses Videos. Schau es dir gerne an. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Reisen oder Seminare begrüßen zu können. Jetzt aber zum eigentlichen Thema dieses Videos. Viele Mandanten fragen sich, nun gut, ich bin aus Deutschland ausgewandert. Ein wichtiger Grund, warum viele auswandern, ist natürlich, dass man sich vor der Zugriffigkeit des Staates, vor der Zugriffigkeit der EU schützen möchte. Nicht, da man Steuern hinterzieht oder sowas, sondern weil einem die Entwicklung in der EU sehr große Sorgen macht. Die EU entwickelt sich immer mehr zu einem Überwachungsstaat. Vorbild könnte man fast sagen China. Wir reden ja regelmäßig von den Maßnahmen, die bereits beschlossen worden sind. Allen voran ein möglicher digitaler Euro. Dann das ganze Thema digitale ID, Datenaustausch, Mika, Travel Rule etc. pp. Also da ist ja schon seit langem, schon seit Jahrzehnten kann man sagen, einiges im Gange. Alles immer unter dem Vorwand der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, der Bekämpfung der Geldwäsche etc. pp. Aber in Wirklichkeit geht es natürlich um was anderes. In Wirklichkeit geht es natürlich darum, den Bürger zu kontrollieren, um dann letztendlich vermutlich, das denke ich, und das haben ja auch einige EU-Politiker und Wissenschaftler schon ganz klar gesagt, um dann letztlich den EU-Bürger zu erleichtern, um sein Vermögen über mögliche Vermögensteuern. Denn das genau erlauben ja letztendlich dann diese Maßnahmen. Ich weiß, wer was besitzt, dann kann ich auch einfacher darauf zugreifen. Deswegen ist es natürlich für viele Auswanderer extrem wichtig, dass nach der Auswanderung der deutsche Staat bzw. die EU möglichst wenig davon erfährt, was man eigentlich so finanziell treibt. Einfach als Vorsichtsmaßnahme, einfach als Schutz vor Enteignung und ähnlichen Themen. Ich muss gerade sagen, dass zu diesem Thema sehr viel Unsinn verbreitet wird auf YouTube. Ich habe mal vor kurzem wieder hier ein Video gesehen auf YouTube, irgendeine Figur, die hier Dienstleistungen anbietet in puncto Abmeldung. Hier wird zum Beispiel mitgeteilt, dass das Finanzamt darüber Bescheid wisse, was man an Vermögen so weltweit hat, auch nach der Auswanderung, weil es ja den automatischen Informationsaustausch nach OECD-CRS gibt. Und da ist mir nicht klar geworden, dass es wahrscheinlich viele gibt, die diesbezüglich falsch informiert sind oder Opfer solcher falschen Informationen geworden sind, wie man sie leider eben vielfach findet. Daher möchte ich das Ganze jetzt hier klarstellen, aber dich dann natürlich auch auf die ganz realen Risiken hinweisen und vor allen Dingen auch auf etwas, was uns ab 2027 und 2029 blüht, was dann die ganze Situation nochmals weiter verschärfen wird. Also erster Punkt, der automatische Informationsaustausch nach OECD-CRS. Wie gesagt, das ist keine EU-Maßnahme. Wie gesagt, das ist ein weltweites System, um Daten auszutauschen. Ist ja von der OECD entwickelt worden. Das gibt es schon seit 2016, ist schon lange aktiv, ist im Grunde genommen schon ein alter Hut. Dieser OECD-CRS funktioniert so, dass du bei einer Kontoeröffnung im Ausland deine Steuernummer sozusagen angeben musst und dass dann die Bank an dein Finanzamt berichtet, was so auf deinem Auslandskonto alles passiert. Das heißt, es ist heute extrem schwierig geworden, einfach so ein geheimes Konto im Ausland zu haben und dort dann Geld vor den Finanzbehörden verstecken zu wollen, was sowieso natürlich generell keine gute Idee ist. Jeder sollte die Steuern in dem Land bezahlen, wo er ansässig ist, und will er weniger Steuern zahlen, dann muss er eben woanders umziehen. Das ist unsere Devise, das ist der einzige richtige Weg. Aber jetzt habe ich eben auch schon das Entscheidende gesagt, denn dieser automatische Informationsaustausch nach OECD-CRS, der funktioniert natürlich nicht nach Staatsbürgerschaft, sondern nach steuerlicher Ansässigkeit. Wenn du also als Deutscher in Deutschland wohnst und dann in Dubai ein Konto eröffnest,
gibst du der Bank in Dubai deine deutsche Steuernummer und die Bank in Dubai schickt dann an dein Finanzamt Informationen zu deinem Konto und das jährlich. Ziehst du jetzt aber zum Beispiel nach Zypern um, dann teilst du der Bank in Zypern mit: Ich wohne jetzt in Zypern, nicht mehr in Deutschland. Hier ist meine zypriotische Steuernummer. Ich wohne wohlgemerkt als Deutscher in Zypern. Dann wird die Bank deine Kontoinformationen nicht mehr nach Deutschland schicken, sondern nach Zypern, weil du eben als deutscher Staatsbürger in Zypern steuerlich ansässig bist. Und der OECD-CRS basiert auf steuerlicher Ansässigkeit und eben nicht auf Staatsbürgerschaft. Und in puncto Zypern könnte es dir wahrscheinlich egal sein, weil ja dort viele Auslandseinkünfte mit dem Non-Dom-Status wenigstens sowieso steuerfrei sind. Also ganz konkret gesprochen, wenn du auswanderst, ist es natürlich extrem wichtig, dass du deinen kontoführenden Banken mitteilst, dass du jetzt im Ausland wohnst. Du musst in der Lage sein, dort deine Adresse nachzuweisen, Strom, Gas, Wasserrechnung, und du musst normalerweise eine Steuernummer der Bank geben können, damit du beweisen kannst, dass du in diesem Land steuerlich ansässig bist. Oder aber wenn du in einem Land wohnst, wie zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo es ja keine Einkommensteuer gibt, dann würdest du das ebenfalls sagen: Ich wohne dort. Dann kannst du dir natürlich keine Steuernummer geben. Und wenn es keine Steuernummer gibt, dann musst du natürlich dort auch keine einreichen. Das klingt jetzt extrem trivial, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt erstaunlich viele Auswanderer, die das nicht auf die Reihe kriegen. Ich kann dir einige Gründe sagen. Zum Beispiel digitale Nomaden. Das digitale Nomadendasein, das Perpetual Traveler-Dasein funktioniert ja nur in der Theorie. Wir haben schon viele Videos dazu gemacht, dass es in der Praxis gegenüber Steuerbehörden, gegenüber Banken nicht funktioniert. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich also keine steuerliche Ansässigkeit nachweisen kann, wenn ich keinen Wohnsitz nachweisen kann, dann wird die Bank mir das Konto zumachen. Und deswegen, leider muss man sagen, leider machen es viele Digitalnomaden so, dass sie dann bei Banken im Ausland entsprechend die deutsche Adresse weiterhin angeben und natürlich auch die deutsche Steuernummer oder diese eben nie aktualisieren. Dann wird das Finanzamt natürlich weiterhin informiert werden über alle Transaktionen, die über mein Konto laufen. Ein Problem ebenfalls für viele Auswanderer ist, dass sie das mit der Auswanderung nicht genügend planen und deswegen in ein Land umziehen, was von keiner Bank unterstützt wird. Beispiel Nordzypern zum Beispiel. Das hängt dann auch ehrlich gesagt von Bank zu Bank ab. Ich will jetzt Nordzypern nur als Beispiel sagen. Nichts gegen Nordzypern, bitte. Das heißt, du ziehst nach Nordzypern um und findest dann im Grunde genommen heraus, dass die Bank Nordzypern nicht unterstützt und dir das Konto zumachen würde, wenn du dort ehrlich angibst, dass du jetzt in Nordzypern wohnst. Also informieren die Betroffenen die Bank nicht und bleiben dort weiterhin als deutsche Steuerzahler registriert. Auch dann bekommt das deutsche Finanzamt weiterhin Informationen von dir zugeschickt. Ist das jetzt schlimm, dass das Finanzamt Informationen von dir zugeschickt bekommt? Nun, du bist ja in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr steuerpflichtig. Also von daher gesehen ist es natürlich effektiv nicht wirklich schlimm. Aber wir haben natürlich vorhin schon angesprochen, dass es nicht in deinem Interesse sein kann, dass das deutsche Finanzamt hier weiterhin erfährt, was bei dir auf deinen Konten noch so abläuft. Denn dort könnte man ja zum Beispiel auch schlafende Hunde wecken. Du weißt ja, es gibt in Deutschland die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Die ist noch 10 Jahre nach Wegzug unter bestimmten Voraussetzungen für dich ein Thema. Das Finanzamt könnte jetzt ja auf die Idee kommen und sagen: Jetzt wollen wir mal anschauen hier, basierend auf den Zahlungseingängen und Ausgängen, ob dieser Steuerzahler möglicherweise darunter fällt. Oder wir hatten auch schon tatsächliche Fälle, wo genau das passiert ist, was ich gerade eben angesprochen habe. Das heißt, es gab Informationsaustausch ans Finanzamt. Aber man hat natürlich in Deutschland keine Steuererklärung mehr eingereicht, weil man ja tatsächlich nicht mehr in Deutschland gelebt hat und dort möglicherweise auch nicht mehr steuerpflichtig war. Dann fragst du das Finanzamt irgendwann mal: Naja, was ist denn das? Hier lebt offensichtlich jemand in Deutschland, reicht aber keine Steuererklärung ein. Jetzt statten wir doch dem mal einen Besuch ab. Tatsächlich hatte ein Mandant von uns die Meldadresse seiner Mutter angegeben und da stand auf einmal dann die Steuerfahndung vor der Tür. Das konnte man natürlich dann alles lösen, weil, wie gesagt, er hat ja wirklich im Ausland gewohnt, er war ja wirklich in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. Aber muss das wirklich sein? Muss man sich diesen Ärger machen? Muss man so sehr auf sich aufmerksam machen? Kann das wirklich in deinem Interesse sein? Ja? Und das sind im Grunde genommen so Gründe, warum dann dennoch das Finanzamt von dir erfährt, auch wenn du schon im Ausland bist, obwohl es eigentlich absolut unnötig ist. Aber einige das eben leider nicht anders hinbekommen aufgrund von falscher Beratung oder einfach auch von falschen Entscheidungen, die sie getroffen haben. Also,
Es ist extrem wichtig, dass du einen sauberen Wohnsitz im Ausland etablierst, dass du diesen nachweisen kannst, Strom-, Gas-, Wasserrechnung, möglicherweise eine steuerliche Ansässigkeit nachweisen kannst über ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Soweit das ist relativ selten, wird danach gefragt. Und natürlich, dass du eine wirkliche Steuernummer hast, die du dann auch den Banken geben kannst. Wenn du das nicht tust, dann läufst du Gefahr, dass Deutschland weiterhin darüber informiert wird, was auf deinen Konten so alles läuft. Bei deutschen Konten ist es natürlich sowieso gegeben, dass das Finanzamt dort direkt reinschauen kann. Die haben ja eine direkte Verbindung, direkten Zugriff auf die Banken. Das heißt, ich gehe sowieso davon aus, dass dir klar ist, dass man deutsche Konten, wenn es notwendig ist, vielleicht um dort irgendwelche Zahlungen zu empfangen oder auch Zahlungen zu leisten. Manchmal hat man ja zum Beispiel Immobilien in Deutschland, die man vermieten will, und da ist es eben am einfachsten, dann ein deutsches Konto zu haben. Gut, dann musst du es eben weiterhin betreiben, ist ja nicht verboten, aber du musst dir natürlich der Konsequenzen ganz klar bewusst sein. Das betrifft aber eben nur deutsche Konten und nicht internationale Kunden. Aber jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt. Du kannst dich vielleicht daran erinnern, wir haben dazu schon mehrere Videos gemacht, dass die Europäische Union im Kontext ihres großen Anti-Geldwäschereipaketes von 2024, das gleiche Paket, wo zum Beispiel auch die Gründung der AMLA beschlossen wurde, wo die Bargeldlimits beschlossen wurden. Dort hat die Europäische Union die Schaffung eines zentralen europäischen Bankkontenregisters implementiert. Das ist bereits auch schon entschieden und das wird ab 2027 bzw. ab 2029 dann kommen. Ich packe nochmal die Links zu der relevanten EU-Gesetzgebung hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein, dann kannst du dir selbst anschauen. Ansonsten schau dir unsere Videos an, wo das Ganze auch nochmal genauer erklärt ist. Schon heute haben ja die EU-Staaten und auch die EWR-Staaten, also auch Liechtenstein, zentrale Kontenregister geschaffen. Das heißt, jedes Konto, Firmenkonto oder auch Privatkonto, was es in der EU gibt, ist im jeweiligen zentralen Kontenregister des Staates, wo sich das Konto befindet, im Grunde genommen aufgeführt, aber eben nur die Stammdaten zu diesem Konto. Also wer ist der Inhaber des Kontos, Geburtsdatum, wann wird das Konto eröffnet, wann wird das Konto möglicherweise geschlossen. Bei Unternehmenskonten zum Beispiel auch so Dinge wie, wer sind die Zeichnungsberechtigten auf dieses Konto. Momentan werden diese Register hier von allen EU-Ländern und eben auch von den EWR-Ländern inklusive Liechtenstein unterhalten. Will jetzt eine Behörde auf ein solches Register zugreifen, dann muss sie einen entsprechenden Antrag stellen. Das geht dann im Grunde genommen über Amtshilfe und dann wird man ihr dazu Informationen beschaffen. Wenn also zum Beispiel das Deutsche Finanzamt glaubt, dass du in Liechtenstein Steuern hinterzogen hast, dann kann das Finanzamt dort anfragen an die zuständige Behörde und dann durchsuchen die das zentrale Kontenregister und sagen, okay, diese und diese Person, die haben in Liechtenstein ein Konto tatsächlich gehabt. Da sind dann noch keine Transaktionen dabei. Dann kann die Behörde noch einen zweiten Antrag stellen und sagen, wir möchten jetzt gerne die letzten 5 Jahre an Transaktionen haben. Dann geht's wieder zurück an die Behörde in Liechtenstein, dann wieder an die Bank und dann bekommt natürlich das Finanzamt diese Informationen dann auch ausgehändigt. Das heißt, dieser Prozess, der existiert schon heute. Was die neue Gesetzgebung der EU jetzt vorsieht, ist, dass diese Kontenregister alle verknüpft werden. Das heißt, dass man dort einen zentralen Einstieg darüber hat und dass die Regulierung dazu auch über ein sogenanntes Single Rulebook erfolgt. Das heißt, es ist nicht wie üblich so, dass die EU im Grunde genommen Richtlinien beschließt und die einzelnen Länder das dann in lokale Gesetzgebung umsetzen, sondern es gibt letztlich eine Art Bundesrecht, sage ich jetzt mal, in der EU. Das heißt, die EU definiert bestimmte Regeln, wie das genau zu funktionieren hat und es gibt dann in den einzelnen Ländern keine konkreten Rechtsprechungen mehr, sondern nur noch Rechtsprechung, dieses Single Rulebook zu befolgen. Dort wird dann definiert, wie der Zugriff zu erfolgen hat und was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Was diese Gesetzgebung vorsieht, dieses zentrale EU-Kontenregister, ist, dass dann letztlich die Ermittlungsbehörden in den einzelnen Ländern direkten Zugriff haben auf die Kontoinformationen. Das heißt, ich muss nicht mehr eine Anfrage erst an eine Behörde stellen, sondern ich kann im Grunde genommen als deutsches Finanzamt ähnlich wie auch heute schon bei deutschen Konten das Register von Deutschland aus durchsuchen. Ich muss nicht mal einen konkreten Anfangsverdacht haben, ob da jetzt in Liechtenstein ein Konto ist oder nicht. Ich kann einfach in mein System eingeben, Name, Geburtsdatum dieser Person und alle Konten in der EU und im EWR würden mir dann angezeigt werden. Das ist jedenfalls mein Verständnis von dem System. Ich meine, ich habe das System nicht gesehen.
Ich kann nur das sagen, was ich aus der Gesetzgebung entnommen habe. Auch wird dann die Abfrage der Kontodaten an die Banken automatisiert erfolgen. Das heißt, im Grunde genommen, so stelle ich mir das vor, auf einem Screen sehe ich dann die 5 Konten, dann kann ich auf den Knopf drücken, dann geht eine automatische Info letztlich an die Bank raus und das wird wahrscheinlich komplett automatisiert erfolgen, dass ich die letzten 5 Jahre an Kontotransaktionen sehen will. Das wird dann entsprechend als Ermittlungsbeamter dann zur Verfügung gestellt. Wenn du also nach deiner Auswanderung in der EU oder auch zum Beispiel in Liechtenstein weiterhin Konten unterhältst, Stichwort Wise, Stichwort Revolut, dann wird das Deutsche Finanzamt dort ab 2027 bzw. 2029 in der Lage sein, direkt drauf zuzugreifen, wie sie jetzt in der Lage sind, auf deutsche Konten zuzugreifen. Nochmal, ich meine, das mag jetzt nicht weiter schlimm sein, du wohnst ja nicht mehr in Deutschland, aber wenn eben die Entwicklung in der EU ist, so wie ich sie vorhin besprochen habe, dann kann das eigentlich nicht in deinem Interesse sein. Wenn ich zusätzlich weiß, dass es die schon vorhin angesprochene erweitert beschränkte Steuerpflicht in der EU gibt, dann kann es schon gar nicht in deinem Interesse sein, denn je weniger Geld der deutsche Staat hat, um diesen überbordenden Sozialstaat zu unterhalten, desto mehr wird er nach Lösungen suchen, die Bürger weiter zu schröpfen. Und welche Bürger sind am einfachsten zu schröpfen? Natürlich die sogenannten Wohlhabenden, die ausgewandert sind. Die wohnen ja nicht mal mehr in Deutschland, die haben überhaupt keine Stimme. Das heißt, aus meiner Sicht ist es absolut vorstellbar in Zukunft, dass das Finanzamt dort einen besonderen Augenmerk drauf lenken wird und ja dann mit diesem zentralen Kontenregister der EU auch alle Möglichkeiten haben wird, direkt auf diese Daten zuzugreifen. Wie gesagt, um einfach mal zu schauen, was passiert denn da eigentlich noch? Was passiert denn da auf deinem Konto in Liechtenstein? Was passiert denn da auf deinem Wise-Konto oder sonst was? Habe ich da vielleicht Anknüpfungspunkte, nochmal eine Steuerprüfung bei dir zu machen? Das Finanzamt hat ja beim Verdacht der Steuerhinterziehung noch 15 Jahre Zeit, letztlich dann auf dich zuzukommen. Das heißt also, wenn ich das jetzt zusammenrechne mit der erweitert beschränkten Steuerpflicht, die noch 10 Jahre geht nach deinem Wegzug, bist du dann möglicherweise noch 25 Jahre nach deiner Auswanderung davon betroffen. So, und jetzt wird es besonders interessant, denn jetzt reden wir über das Thema Firmenkonten. Etliche Auswanderer gründen ja ausländische Firmen, zum Beispiel eine amerikanische LLC oder auch eine Firma in Dubai oder auch eine Firma in Singapur und machen dann dafür ein Konto in der Europäischen Union auf, zum Beispiel bei Wise. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, dass sämtliche Firmenkonten in der EU ebenfalls Teil des Registers sein werden. Das heißt, nicht nur kann das Finanzamt dann direkt auf deine persönlichen Konten zugreifen, sondern eben auch auf deine Firmenkonten. Wir hatten ja schon in vielen Videos angesprochen, dass potenziell die Verwendung einer amerikanischen LLCs, Stichwort betriebsstättenlose Einkünfte, potenziell ein Problem sein kann, auch wenn das vielleicht noch nicht so auf dem Radar der Finanzbehörden ist. Die deutsche Steuergesetzgebung ist ja eigentlich ziemlich klar. Und in Zukunft wird es dem Finanzamt extrem einfach gemacht. Wie gesagt, die können einfach nur in das System reinschauen, die können nach deinem Namen suchen und da du ja zeichnungsberechtigt bist bei deiner eigenen LLC, werden sie dann nicht nur deine persönlichen Konten unter deinem Namen finden, sondern eben auch deine LLC-Konten. Und nochmal, selbst wenn du nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, einfach die Tatsache, dass das Finanzamt aus Deutschland Zugang zu all diesen Infos hat, müsste eigentlich schon in gewisser Weise dir ziemlich unangenehm sein. Denn selbst wenn du dir nicht zu Schulden hast kommen lassen, willst du ja gar nicht erst irgendeinem Verfahren oder so ausgesetzt sein. So, jetzt fragst du vielleicht, naja, amerikanische LLC, warum brauche ich denn überhaupt ein Konto bei Wise oder bei Revolut? Nun ja, viele Mandanten bekommen ja weiterhin Zahlungen aus der Europäischen Union, auch wenn sie diese bekommen letztlich über die amerikanische LLC. Und deswegen macht es natürlich Sinn, für die amerikanische LLC auch eine IBAN zu haben, auch ein Eurokonto dann zu besitzen. So, das ist natürlich legitim. Mein Tipp an dich wäre aber, dass du Firmenkonten in der EU und im EWR vermeidest für deine LLC. Du kannst ja auch Eurokonten bei ausländischen Banken eröffnen. Wir arbeiten zum Beispiel mit einer Bank in Georgien zusammen. Diese kann Konten für deine LLC eröffnen. Diese Konten sind also nicht im zentralen Bankkontenregister der EU enthalten, obwohl es Eurokonten sind, obwohl es ein ganz normales IBAN-Konto ist. Nachteil bei diesem Anbieter ist, dass du eine Mindesteinlage von ungefähr $100.000 dort leisten musst. Also nicht so angenehm. Wir sind aber dabei, eine entsprechende Liste mit Banken zu etablieren, weltweit außerhalb der EU, außerhalb des EWRs, die Firmenkonten für amerikanische LLCs in Euro mit IBAN eröffnen. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht dabei oder je nachdem, wann du das Video anschaust, wenn das Video jetzt schon ein bisschen älter ist, dann haben wir natürlich diese Liste schon etabliert. Du kannst dich gerne eintragen in unserem Verteiler. Details packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Sobald wir dann eine Liste der Firmenkonten haben in Euro für deine LLC oder auch irgendeine andere Rechtsform, Firma in Dubai, Singapur, Singapur-Gesellschaft,
dann werden wir dich darüber per E-Mail informieren. Und natürlich, wenn wir die Liste jetzt schon haben, dann schicken wir sie dir jetzt sofort zu. Ansonsten eben, sobald uns die Informationen vorliegen. So ist also die Situation. Österreicher sind jetzt meiner Meinung nach nicht so stark davon betroffen. Wie gesagt, es gibt ja in Österreich keine erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Also dieses Verlangen des deutschen Finanzamts, hier noch 10 Jahre nach Auswanderung auf dich zugreifen zu können, das gibt es so in Österreich nicht. Aber dennoch, die Grundbedenken sind natürlich auch für Österreicher gegeben. Da dieses europäische Kontenregister erst 2027, 2029 kommt, solltest du jetzt die Zeit noch nutzen, um dich entsprechend aufzustellen. Das heißt, Konten im Ausland zu eröffnen, im Nicht-EU-Ausland und im Nicht-EWR-Raum. Die Schweiz ist natürlich hier als erstes Land zu nennen. Wobei man jetzt nicht zu 100%ig sicher ist, wie es mit der Schweiz weitergeht. Dort werden ja gerade die bilateralen Verträge 3 verhandelt, beziehungsweise sind schon verhandelt worden. Sie sind auch so von der Schweizer Regierung und vom Parlament angenommen worden. Sie werden dann irgendwann dem Volk dann vorgelegt. Und hier gibt es auch eine Befürchtung, dass sich die Schweiz hier bestimmten Gesetzgebung in der EU unterwerfen muss. Gerade wenn es um solche Themen wie Compliance geht, damit sie weiterhin Zugang zum EU-Binnenmarkt hat. Also daher die Schweiz natürlich sehr gut, aber dennoch, man muss ja ein bisschen die Entwicklung abwarten. Konkrete Möglichkeiten sind natürlich Banken in den USA, aber auch Singapur, Vereinigtes Königreich, vielleicht Georgien, vielleicht Serbien. Dubai hatten wir schon gesagt, Vereinigte Arabische Emirate. Hier würde ich dir raten, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn du jetzt erst damit anfängst, ist es wahrscheinlich in mancher Hinsicht auch schon zu spät. Weil wie gesagt, wenn das europäische Bankkontenregister dann live geht 2027 oder auch 29, dann wird man auf 5 Jahre Daten zurückgreifen können. Das heißt, alles, was jetzt auch schon natürlich vorhanden ist, das wird dann auch sichtbar sein und im Zugriff der Behörden sein, inklusive natürlich sämtlicher Wise-Konten oder Ähnliches, die du jetzt momentan für deine LLC hast. Also natürlich meine ich damit jetzt IBANs, also Euro-Konten. Also in diesem Sinne bleibt es natürlich spannend, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, wenn du dich mit Steueroptimierung im Ausland beschäftigst, Schutz vor der EU, vor der Übergriffigkeit des Staates, Schutz deines Vermögens, Aufbau neuen Vermögens, dann würde ich mich freuen, wie gesagt, dich bei einem unserer Veranstaltungen kennenzulernen. Natürlich kannst du jederzeit auch ein Beratungsgespräch buchen. Details dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Fragen zu beraten. Ich selbst habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen, habe es nie bereut und dir wird es ähnlich gehen. Das kann ich dir versprechen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.